Das hier war lange Zeit für mich der heilige Gral. Das Kobi-Set 2446, der Puma, das Sonderkfz 234-2. Gibt es nur sehr selten und sehr teuer dann zu bekommen. Am besten repringt man sich das. Aber Freunde, Glück habt ihr, Kobi hat auf uns gehört. Es gibt einen neuen. Willkommen in der Nordenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute möchte ich euch mit einem freundlichen begrüßen, denn wir bauen heute einen amerikanischen Berglöwen. Kennt ihr nicht? Doch, kennt ihr bestimmt alle, Freunde. Ich stelle euch heute aus dem Hause Kobi das Set 2287 vor, den Puma, das Sonder-Kfz 234-2 im Maßstab 1:35. Freunde, endlich wieder ein Puma von Kobi. Kommt mit mir jetzt auf den Bautisch, dann schauen wir uns den Inhalt dieses Kartons genauer an. Ja, Freunde, da ist unser Berglöwe auf den Bautisch gehüpft. Unser Sonder-Kfz 234-2, der Aufklärer Puma. Das Set 2287 aus der Historical Collection World War II im Maßstab 1:35, gebaut aus 470 Steinchen mit einer Minifigur. Wir sehen jetzt schon hier, wir haben schöne Drucke. Ich freue mich richtig auf dieses Set im Maßstab 1:35. Schauen wir uns die Rückseite an. Da sehen wir auch hier die Rückseite, wobei das Fahrzeug konnte ja vorwärts wie rückwärts fahren, jeweils mit einem Fahrersitz und auch gleich schnell. Ich glaube 6 Gänge, aber das klären wir nachher bei den Fakten. Deswegen brauchen wir hier auf die Details ja auch nicht einzugehen, beziehungsweise seht ihr die gleich nochmal als Karte. Wir sehen, dass das Fahrzeug 20 cm lang wird hier als Kobi-Modell und 11 cm hoch, und wir haben hier einen Crewman, eine Besatzung dieses gepanzerten Fahrzeugs. Und ganz wichtig, ein Originalfoto. Dass wir die Kanone bewegen können und die Räder drehen, das versteht sich von selbst. Es versteht sich aber nicht von selbst, was sich hier in dem Karton befindet. Das finden wir jetzt heraus, indem unser Puma einmal fliegen muss. Da ist unsere Bergziege, wollte ich schon gerade sagen, unser Berglöwe auf den Bautisch gelandet, separiert in 2 Bautüten, in die 1, in die 2 und in die Anleitung DIN A4 Klammer gebunden. Was mir auf den ersten Blick auffällt, hier vorne saftiges Grün und auf der Rückseite ein bisschen ausgeblichen wegen der Werbung. Aber dazu kommen wir gleich. Erstmal schön hier die 2 Tüten mit tollen Kobi-Steinen, und wir sehen, dass dieses von mir sogenannte Erbsengrün, was hier so ein bisschen das Sandgelb sein soll, glaube ich, ist natürlich zahlreich vertreten, denn dieses Fahrzeug ist ja auch wie das Set aus 2014 schön im 3-Farben-Tarn gehalten. Gucken wir uns die Anleitung an. Ich habe es euch gerade schon gesagt, Klammer gebunden. 8 Jahren plus ist die Altersempfehlung, und wir haben, was ich auch am Anfang gesagt habe, natürlich hier keine Aufkleber, nur Prints, und darauf freue ich mich. Gerade im Maßstab 1:35 wird Kobi ja immer besser und detailreicher. Ich hoffe auch in diesem Set. Wie bauen wir? Das sage ich immer wieder gerne für alle Anfänger bei Kobi. Ich bin ja ein bisschen missionarisch, was Kobi angeht, unterwegs. Wir sehen hier die 1, heißt wir bauen hier ab der Tüte 1, reißen die auf, machen Häufchen, Schälchen, türmt euch das auf, wie auch immer ihr das wollt, ob in Gläsern, Tassen, Schalen, Pappe, Keramik, Plastik, wie auch immer. Ich mache meine Haufen, und also Haufen von Steinen natürlich, und dann bauen wir drauf los. Der erste Schritt ist farbig, der zweite ist auch farbig, aber wir erkennen, dass der erste davor dann ausgegraut ist. Pfeile weisen uns den Weg. Wir haben hier eine Legende, welchen Winkel des Slopes wir zum Beispiel gebrauchen, und wir sehen in diesen kleinen Rechteck mit Farbverlauf und abgerundeten Ecken immer, welche Steine wir brauchen. Hier haben wir auch so Pfeile, dass wir uns das umdrehen müssen. Wir haben keine Seitenzahlen, wir haben nur diese Bauschritte, und wir haben auch kleine Legenden zur Hilfe zum Anlegen, was für ein Flat-Teil, also eine Fliese, wir brauchen hier eine 1x2 Fliese. Irgendwann taucht dann nochmal die Tüte 2 hier auf. Da sehen wir, mit der bauen wir dann auch wieder weiter und sind dann fertig mit dem Bau. Step 90, indem wir hier die Frontpartie
Klemmen. Auf den letzten Seiten dann immer Teileübersicht. Sollte euch ein Teil fehlen, könnt ihr es auf dieser URL gleich reklamieren. Und wir haben noch eine kleine Zusammenbauhilfe für unsere Minifigur. Und dann, wie schon euch vorhin gezeigt, hier ein bisschen die Werbung. Und durch diesen Schlagschatten-Scheineffekt bei Photoshop ganz billig wirkt das hier etwas ausgeblichen. Das Fahrzeug habe ich euch vorgestellt, das habe ich vorgestellt und das ist noch im Zulauf. Hat hier auch ein bisschen eine Geschichte, weil es auch ein Fahrzeug ist aus der Sonder-Kfz 234 Serie. Aber das hört ihr alles gleich beim Speedbild, wenn es Fakten gibt. Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Lauschen und mir beim Klemmen. Speedbildzeit ist Faktenzeit und wie es sich für meinen Kanal gehört, sprechen wir heute über die Geschichte hinter dem Klemmbaustein-Set. Wir sprechen heute über das historische Vorbild des Kubisets 2287. Wir sprechen heute über das Sonder-Kfz 234-2, den Puma. In Deutschland entstanden schon in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts gepanzerte Radfahrzeuge, welche nicht den Limitationen des Versailler Vertrages nach dem verlorenen Großen Krieg unterfielen. Das Sonder-Kfz 234, ein Teil der ARK-Serie, das ist die Fahrgestellbezeichnung gewesen, diente als Ersatz für die älteren Sonder-Kfz 231, 232 und 233 8-Radfahrzeuge der G-Serie. Letztere wurden aufgrund ungenügender Bewaffnung und Panzerung ersetzt. Diese Fahrzeuge zeichneten sich durch eine kompakte Konstruktion aus, in der Rahmen und Wanne zu einem einzigen Teil verschmolzen waren, was einen effektiven Schutz bot. Sie verfügten über eine Allradlenkung und einen Allradantrieb und konnten dank eines rückwärts gerichteten zweiten Fahrersitzes sowie eines Getriebes mit 6 Vorwärts- und 6 Rückwärtsgängen rasch die Fahrtrichtung wechseln. Charakteristische Merkmale waren die Monocoque-Bauweise, der Antrieb aller 8 Räder und ein luftgekühlter 12-Zylinder-Dieselmotor, der ursprünglich vom LKW Tatra 111 stammte. Die deutschen Aufklärungsbataillone setzten zahlreiche gepanzerte Fahrzeuge ein, um feindliche Positionen und Bewegungen zu erkunden. Besonders erfolgreich war hier die Serie der 8-rädigen 234 Fahrzeuge, die sich durch hohe Geschwindigkeit, weite Reichweite und später durch die beeindruckende Feuerkraft der Hauptbewaffnung in ihrer Waffengattung auszeichneten. Das Modell Sonder-Kfz 234-2 Puma, ein Nachfolger der frühen 8-Rad-Fahrzeuge, war in der Vorgängerversion als 234-1 noch mit einer 20 mm bzw. 2 cm KWK 38 Kanone bestückt, stellte eine umfassende Neukonstruktion dar, bei der Wanne und Chassis integriert wurden. Es verfügt über einen geschlossenen Turm, der ursprünglich für den nicht weiterentwickelten leichten Panzer Leopard entworfen wurde und war mit einer langen 50 mm Kanone ausgestattet, die effektiv gegen die meisten alliierten Aufklärungsfahrzeuge eingesetzt werden konnte. Alliierte Aufklärungsfahrzeuge, meistens der Roten Armee, waren hier die Hauptgegner. Eine zusätzliche ballistische Absicherung bot die Kanonenumwandlung vom Sauerkopftyp, wie sie in den letzten Kriegsjahren oft verwendet wurde, beispielsweise ganz berühmt beim Jagdpanzer 38T. Das ist quasi ein gegossener Abschluss vom Rohr zur Aufnahme des Rohres am Turm. Der Puma, ursprünglich für den Einsatz in Nordafrika konzipiert, erlebte eine verlängerte Entwicklungsphase, aber als die Anpassungsprobleme für den Tropeneinsatz gelöst wurden, neigte sich der Krieg bereits dem Ende zu. Die ersten Einheiten kamen an der Ostfront zum Einsatz, wo ihre große Reichweite von Bedeutung war. Obwohl die Instandhaltung aufgrund der langen Wege zu den Versorgungspunkten schwierig war. Der Puma hatte Allradantrieb und Lenkung, was für das Wendeverhalten essentiell war. Ein nach hinten gerichteter zweiter Fahrerplatz, wie schon erwähnt, und das Getriebe mit den 6 Vorwärts- und Rückwärtsgängen ermöglichte es dem Fahrzeug, sich in beide Richtungen gleich schnell zu bewegen, was ein wesentlicher Vorteil für ein Aufklärungsfahrzeug in dem Gelände der Sowjetunion war. Aber gerade diese technischen Vorteile bzw. Vorzüge des Fahrzeuges machten es auch wartungsintensiv. Und gerade an der Ostfront mit den gerade schon erwähnten weiten und den langen Wegen in die Etappe in die Instandsetzung hatte so ein Fahrzeug dann oft bei technischen Mängeln
das Nachsehen. Obwohl Premiere zur Aufklärung konzipiert, ermutigte die starke Erstbewaffnung die Besatzungen und auch die Kommandeure der Einheiten häufig dazu, den Feind aktiv anzugreifen. Aber das Fahrzeug war nicht ausreichend für einen Kampf, zum Beispiel gegen stärkere Einheiten, ausgelegt. Von den turmbewehrten 234er-2 Pumas wurden etwa 101 Einheiten produziert. Ihnen folgten vergleichbare Stückzahlen der Modelle 234-3 und 234-4, die jeweils mit verschiedenen stärkeren Panzerabwehrkanonen in oft offenen Bauarten ausgestattet waren. Ja Freunde, das war ein kurzer Überblick über das Sonder-Kfz 234-2 Puma. Ich verlinke euch noch einen tollen Bericht vom lieben Sascha von Barkafts unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann euch eine ganze Stunde Fakten rund um das Thema Puma reinziehen. Aber Freunde, zieht euch jetzt erstmal mein Klemmbaustein-Review rein des Kubisets 2287 des Sonder-Kfz 234-2 Puma von Kubi im Maßstab 1:35. Viel Spaß dabei! Nach 1,5 Stunden Bauzeit ist er fertig, unser Sonder-Kfz 234-2 Puma. Und ich habe euch mal hier den Puma, das Kubi-Set 2446 aus 2014 hier an die Seite gestellt. Ohne Minifiguren, die habe ich zwar auch, aber ich wollte euch nur das Fahrzeug zeigen. Hier waren nämlich damals 2014 2 Minifiguren dabei. Wir haben hier 400 Steine und hier haben wir bei der kleineren Version 470 Steine. Finde ich ziemlich krass. Ihr seht einen kleinen Unterschied. Einen direkten Vergleich möchte ich eigentlich nicht machen, weil der ist ein bisschen unfair. Ich werde euch auch das Set 2446 noch einmal vorstellen. Wir haben natürlich hier rechts bei unserer Puma-Katze, unserer Bergkätzchen, unser Berglöwen, wie auch immer, aus 2023 natürlich andere Farben. Auf den ersten Blick wirkt es ein bisschen wie ein Spielzeugauto, kommt natürlich auch durch diese große Figur. Fangen wir aber an mit dem ganz normalen Review. Wir haben eine Menge Steine über, aber hauptsächlich sind das hier Bügelperlen, Bolzen, Stäbchen und diese Radkappen sowie diesen Bügelperlen-Applikator. Natürlich wie immer in einer recycelten Transclear Zip-Beutel-Einheit von mir, hier die über ist aus der bösen C-Zeit. Bevor wir unser Set angucken, möchte ich mit euch ein bisschen über den Bau reden, denn es gibt so ein, zwei Sachen, die haben mir nicht gefallen. Oh, hier der Katalog, da kommen wir später zu. Deswegen möchte ich euch das zeigen. Wir haben eigentlich ja hier keine großartigen Probleme vom Bauen her. Die Anleitung ist Kubi-mäßig gut, aber es gibt ein paar Bauschritte, die ich euch zeigen möchte, die gefallen mir nicht. Ich habe sie hier mir markiert. Und zwar, hier geht es los beim Bauschritt 20. Ich packe den Post-it mal zur Seite, denn auch der wird recycelt. Da haben wir nämlich hier diese Schutzbleche, die wir anbauen, mit Bügelperlen hier und dann, wie man es sieht, mit diesen halben Steinen, abgerundet vorne der Slope und dann halt hier oben die 1x2er-Teil. Die haben wir hier auch am Fahrzeug und ja, die sind sehr labberig. Gut, ihr seht schon, mir geht generell vorne hier schon mal die Front ab, aber ich wollte es euch zeigen hier, das wäre sehr, sehr wackelig. Also das ist ja nicht in die Hand nehmen, dann fällt es ab. Das gefällt mir nicht. Also so auf einem halben Stein dann mit einer Bügelperle arbeiten, das ist so ein bisschen, ja, fragile Bauweise. Dann schauen wir uns mal etwas an, was ich bei Kubi überhaupt nicht mag. Und zwar ist das der Bauschritt hier hinten. Na, extra Post-its gemacht. Das ist an der vorderen Stoßstange dann, wo wir eh schon gerade waren. Die Stoßstange selber dann, das ist nämlich diese C-Clamps unten mit der Noppenaufnahme, wo man auch Stange einstecken kann, dann hier von unten in die Steine zu stecken. Das ist immer so eine Arbeit. Man ja, hat richtig dolle Abdrücke auf der Fingerkuppe. Ich arbeite immer mit Stangen durch als ja, Drückhilfe, weil die hier unten einfach auch oft nicht sauber gegossen sind und man wirklich Probleme hat, die hier reinzubringen. Das hatte ich jetzt beim
Ferdinand, bei vielen anderen Fahrzeugen hatte ich das auch schon, das macht überhaupt keinen Spaß. Was wiederum aber Spaß macht und deswegen hier der andere postet, das ist generell die Bauweise von diesem Fahrzeug. Das ist nämlich, dass wir hier erst einen Grundkasten bauen am Fahrzeug, also hier das und dann mit Hinges hier vorne Motorhauben und ja, Heckhaube drauf machen, also die schrägen und hier oben dann mit diesen ja, einmal zwei Plates hochen, einmal Einsatzstein, die oben und unten die Löcher haben, wir uns hier quasi eine Aufnahme machen und dann den zweiten Ring drauf machen und dann später den Turm. Das gefällt mir gut, gute Grundlage, tolle, clevere Idee. Also wir bauen erst das Grundkonstrukt hier und dann vorne und hinten machen wir was mit Hinges dran und oben dann den Kranz und den Turm. Und was es damit auf sich hat, das zeige ich euch jetzt, nämlich wenn wir das Fahrzeug in der Gänze besprechen. Figur machen wir heute mal zum Schluss. Das ist dann nämlich hier dieser Kranz, der auf den eben gerade von mir erwähnten offenen 1x2ern in 2 Plates Hochsteinen liegt. Hier dann, wie ich euch gesagt habe, mit Hinges diese Front und das Heck gebaut. Da sehen wir die Hinge-Aufnahme 1x2, sogar mit Noppen, finde ich ganz cool. Viele Drucke hat dieses Fahrzeug. Wir haben überall hier Seeschlitze. Vorne haben wir auch hier das Kennzeichen WH für die Wehrmacht, das Balkenkreuz. Oben haben wir die Luken mit Okular angedeutet. Hier auch an den Seiten überall viele Drucke. Und hinten auch die Motorhaubenabdeckungen angedeutet, sowie hinten auch noch einmal ein Kennzeichen. Wir haben viele verschiedene Farben, hier dieses braun, Nougat-mäßige, dann dieses Erbsengrün, so nenne ich es, das Sandgelb, Grün und dieses Rostbraun und Grautöne und Schwarz. Also das gefällt mir. Hier diese Bauweise nochmal, wir haben hier unten diesen Klotz gebaut, das habe ich euch gesagt, da sieht man ihn auch und ich finde sogar hier ein bisschen durch diese Verbindungen, diese Runden, hat das auch wirklich was Cooles von Aufhängung, also das passt zu diesem Fahrzeug, das macht Spaß. Spaß machen auch die Räder, die sehr gut rollen, gerade hier auf meinem Bautisch, bum bum bum, aber wenn man die Reifen nicht richtig drauf macht, dann eiern die ein bisschen und manchmal dreht sich auch ein Rad nicht richtig, na jetzt tut es das. Also ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr die Räder richtig auf die, und das meine ich hier vorne, seht ihr, es fällt leicht ab. Doch, es hält ganz gut. So, aber hier, wie ich euch gesagt habe, das hier auf diesem, ja, da reinzudrücken, das hält nicht gut. Ich mache es jetzt nochmal. So. Und hier hängen wir halt auf 2 Noppen. Das ist so ein kleines, ja, eine Sollbruchstelle, ein Schwachbild an diesem Set. Bild im wahrsten Sinne des Wortes. Was ich auch nicht so gut finde, ist hier dieser kleine Gap mit der Kanone. Das wirkt nämlich so ein bisschen wabbelig. Wir haben halt hier eine Stange durch auf C-Claims. Ich kann es euch ja zeigen. Da stecken wir auch dann die Stangen mit C-Claim durch diese einmal einsam mit Loch durch und packen dann hier die Kanone drauf. Was auch blöd ist, in der Anleitung sieht das hier nicht nach Gap aus, also nach Schlitz, haben wir aber, denn wir können diesen Bolzen nicht ganz randrücken. Und ja, ihr seht schon, man kann die Kanone so ein bisschen hoch machen, aber sie fällt bei mir durch die Bautechnik gleich wieder runter. Hier ist dieser Kranz, da haben wir ein bisschen matteren Stein. Man muss auch wirklich alles gut drücken, dass wir keine Spaltmaße haben, damit wir den Turm auch gut drehen können. Die Räder hier mit diesen typischen Radnaben. Rollen so ganz gut. Ich habe es euch gesagt, man muss sie richtig draufdrücken, sonst eiern sie ein bisschen, aber da sieht man es auch vielleicht ein bisschen, wie sie eiern. Ja, ich sag's euch, das Fahrzeug, so wie es da steht, wirkt ein bisschen wie ein Spielzeugauto. Gucken wir uns die Minifigur an, die könnt ihr rechts in groß sehen. Wir haben hier eine schöne bedruckte Figur, im Schwarzen natürlich nicht so gut zu sehen, aber wir haben überall Drucke, diese Panzerkombi, die Koppel, hier unten Pistolenhals, der Abzeichen. Richtig schön bedruckt die Figur mit hier den gelben Umrandungen auf den Litzen, wie es sich gehört. Richtig cool. Und wir haben halt hier diese Brille, die wir abnehmen können. Und dann haben wir hier ein Gesicht. Ziemlich neutral, aber relativ cool. Und hier unten dann schwarze Hose, schwarze Schuhe und diesen Maulschlüssel gefällt mir. Jetzt machen wir die Brille wieder drauf. So, und das Coole ist, das wollte ich euch ja zeigen, dadurch, dass wir hier hinten 2 Noppen haben, können wir die Figur sogar hier hinten drauf noppen, sofern sie stehen will, ich es richtig mache. So, passt perfekt. Und last but not least, normalerweise meist immer am Anfang, hier dann der Slope mit der Aufschrift, wenn die Kamera scharf stellt,
So, Sonder-Kfz 234-2 Puma. Ja, ich sag mal, für alle, die das Glück nicht hatten, damals schon Kobi-Fan zu sein oder es nirgendwo günstig bekommen haben, die bekommen hier einen Sonder-Kfz 234-2 für relativ schmalen Geldbeutel in ihrer Sammlung. Natürlich im Maßstab 1:35. Hier haben wir ja fast 1:28. Aber das Set ist jetzt auch, wenn ich richtig recherchiert habe, schon 10 Jahre alt. Das ist, ja, man kann den Kobi Einheiten, wobei Kobi ja immer schnell was auflegt, trotzdem noch von fast brandnagelneu sprechen. Hier eine neuere Version für den kleinen Geldbeutel und für den kleinen Platz im Regal. Ich weiß, viele Freunde von euch da draußen, die hier zuschauen, sind kein Fan der 1:35 Serie. Ich sage es ja, ich werde immer mehr zum Fan und ich packe mal kurz hier die Post-its weg und wenn wir mal gucken, was Kobi da alles schon rausgehauen hat, panzertechnisch im Maßstab 1:35, dann ist das schon eine Menge. Was jetzt ja demnächst wohl wegfällt, ist hier das 1:48, aber 1:35 haben wir von Kobi dieses Jahr eine Menge bekommen. Und natürlich fehlt hier noch die 2288, die werde ich noch besorgen. Sonst müsste ich euch eigentlich fast alle im Maßstab 1:35 jetzt vorgestellt haben. Aber ich zeige euch den eigentlich hier mit Absicht den Katalog, weil schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, welches Set ich euch von Kobi unbedingt noch mal vorstellen möchte. Was fehlt euch? Ich habe da zwar eine Umfrageoption für die Kanalmitgliedschaften auf der Stufe 3, aber da wir die noch nicht haben, dürft ihr gerne alle unten kommentieren und dürft sagen, hey, welches Video von Kobi darf der Blogstar euch noch mal hier erstellen? Schreibt es gerne unten in die Kommentare. Ja, Freunde, ihr bekommt jetzt noch einmal Detailfotos hier von unserem Kobi-Set 2287 und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen. Ja, Freunde, wie immer an dieser Stelle gibt es Detailbilder hier in Bewegtform 360 Grad. Ich habe noch mal ein paar Fakten zu den Sonder-Kfz 234. Es gab dort ja 4 Stück, Schräger 1, Schräger 2, Schräger 3, Schräger 4, jeweils mit einer 2 cm, 5 cm oder mit einer 7,5 cm K51 bzw. 7,5 cm Pack 40. Und noch ganz wichtig, das Fahrzeug wird ja Puma genannt. Ähnliches Phänomen wie beim Hetzer, den Jagdpanzer 38T, denn in der zeitgenössischen Dokumentation rund um das Fahrzeug gibt es keinen Hinweis auf den Namen Puma. Und ich habe ja angedeutet, dass der Puma bzw. die Sonder-Kfz 234er Urahn sind, nämlich vom Spähpanzer Luchs. Der basiert nämlich auf diesem Konzept der achträdrigen Aufklärungsfahrzeuge der Wehrmacht der damaligen Zeit, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als meine kleine Bergkatze, meine Murks, ihr Abendbrot aufgefressen hat. Sie ist auch eine Bergkatze, weil wir hier auf dem Berg wohnen. Kommen wir aber zu unserer Bergkatze, unseren Berglöwen, den Puma, das Sonder-Kfz 234-2. Ein schönes Set mit Schwächen. Natürlich kein Vergleich, ich habe es versucht, aber eigentlich macht es keinen Sinn, denn hier unsere 2014er Version ist dann doch zu grobschlächtig. Man sieht die 10 Jahre, es ist vieleckiger. Ich finde, hier sind diese Dreieckformen, diese schrägen, die ja diese Fahrzeuge ausmacht, diese achträdrigen, richtig cool rübergekommen. Ich habe es euch vorhin gezeigt, als wir in der Bauanleitung geblättert haben. Schwächen natürlich, das Rohr, das gefällt mir nicht, aber Freunde, das Schöne ist, es ist klein, kompakt. Ich habe 2 Puma, es hat diesen schönen Tarn und es geht dann gleich in mein Regal. Generell werde ich mein Kuhregal hier links, das könnt ihr nicht sehen, demnächst einfach hier in Raubkatzengehege umbenennen, denn da haben wir Leoparden, da haben wir jetzt den Puma, wir haben da Tiger, Panther und so weiter und so fort. Demnächst kommen sogar noch ein paar Nagetiere dazu. Ja, alles, was Kobi uns halt hier zu bieten hat. Freunde, schreibt mir bitte mal eure Meinung zum Set unten in die Kommentare. Soll ich schleunigst hier auch noch ein Review zur 2446 machen? Bitte alles das in die Kommentare schreiben. Und ich möchte euch generell einmal Danke sagen für die vielen tollen Kommentare. So viele tolle, nette Worte, auch gute Kritik, immer Erweiterungen auch zu den historischen Fakten, die ich euch liefere. Manchmal auch Verbesserungen oder Ergänzungen. Also einfach dafür mal vom ganzen Herzen Danke. Das ist quasi der Diesel, der Brennstoff, der meinen Kanal hier antreibt. Diese netten Worte von euch. Und es werden ja auch immer mehr und es werden immer mehr nette Worte. Also ohne Witz, man kann ja mit Fug und Recht behaupten, dass diese Community hier wirklich eine der coolsten und friedlichsten ist überhaupt. Dafür euch ein ganz fettes Dankeschön.
In diesem Sinne, Freunde, gebe ich euch einen Daumen hoch, gebe euch einen netten Kommentar. Auf Wiederbauen, euer Fan, der Blockstar.